In diesem Video zeige ich dir einen super einfachen Weg, wie du diese ganzen Pop- und Knister-Sounds wegbekommst, die du manchmal in deinen Videos oder den Übergängen hast, in DaVinci Resolve fürs iPad. Also, und das Ganze, dazu brauchst du die Fairlight-Page. Die Fairlight-Page ist hier unten. Wenn du nicht weißt, wie du diese ganzen Pages bekommst in DaVinci Resolve fürs iPad, ich habe ein Video gemacht, wo ich dir zeige, wie du alle Pages unlocken kannst in DaVinci Resolve fürs iPad. Das werde ich in die Description reinpacken, aber es ist auch auf meinem Kanal sichtbar. So, du musst in die Fairlight-Page gehen. Und wenn wir jetzt hier zu dem Punkt gehen, ich habe jetzt zum Beispiel hier so einen Pop-Sound, dann kann ich da näher reinzoomen. Ich habe die Keyboard-Shortcuts, falls du meine verwendest, ist es einfach nur 3 und 4, dann kann ich reinzoomen. Du kannst aber hier in der Fairlight-Page auch diesen Regler hier verwenden und damit kannst du ebenfalls raus und reinzoomen. So, und hier, was jetzt cool ist in der Fairlight-Page, wenn du zum Beispiel irgendwo an einem Punkt dein Playhead positioniert hast und jetzt da reinzoomst, dann siehst du irgendwann, zack, jetzt die Punkte hier. Diese Punkte können wir anfassen. Jetzt gehen wir mal kurz zurück und ich setze mein Playhead genau hier, weil da ist der Pop-Sound. Und was du jetzt machen kannst, sobald die Punkte sichtbar sind, dann kannst du einfach mit dem Pencil hier drin reinzeichnen. Zack. Und jetzt sind die Sachen alle wieder gerade und jetzt hast du diesen Pop-Sound nicht mehr. Und das ist eine der Spezialfunktionen, die es nur in der Fairlight-Page gibt. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn ja, gib uns einen Daumen hoch, abonniere auch unseren Kanal und wir sehen uns im nächsten Video. Ich bin Daniel. Mach's gut. Ciao.